Es war eine heiße Märzenzeit, trotz Regen, Schnee und alledem. Nun aber da es Blüten schneit, nun ist es kalt, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem. Ein schnöder, scharfer Winterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Die Waffen, die der Sieg uns gab, der Sieg des Rechts trotz alledem, die nimmt man sacht uns wieder ab, samt Kraut und Lot und alledem. Ja, hallo zum nächsten Video von mir. Leider, manch einer wird es bestimmt direkt von Anfang an hören, nicht im allerbesten Gesundheitszustand. Ich habe eine etwas nervige Erkältung, vor allen Dingen Schnupfen, weswegen ich vielleicht jetzt hier auch etwas nasal rüberkomme. Ich bitte das in aller Form zu entschuldigen. Steckt man ja manchmal nicht drin. Trotzdem soll mich das nicht davon abhalten, nochmal ein Video für euch zu machen. Auch weil mir das schon ein bisschen unter den Nägeln brennt, weil das schon ein bisschen länger hier steht, das Ganze. Und ja, ich das mal langsam abgearbeitet haben möchte. Und zwar geht es um den nächsten Mod von Archery. Archery habe ich ja schon ein paar Videos zu gemacht. Findet ihr natürlich wieder alles hier oben in den Infocards drin für irgendwelches bei Interesse könnt ihr euch das dann da auch angucken. Ja, das ist also der neue Mod von Archery. Ja, ihr seht, ich habe wieder das Ganze mit 2 Kameras hier, damit ja, es keine großen Schnitte gibt, sondern ich das Ganze sagen ein bisschen flüssiger machen kann. Das ist der Mod selbst. Ihr seht, sehr schlank. Ja. Hier steht das Mix 80 drauf. Auf der anderen Seite hat sich Archery entsprechend selber verewigt. Hier haben wir die entsprechenden Sicherheitssymbole hier unten schön angebracht, wo sie nicht so auffallen. Dann haben wir hier nochmal Mix 80 stehen und hier auch die Entgasungslöcher für den Mod in der Akkufachklappe. So, hier vorne haben wir dann die diversen Bedienelemente, bestehend aus dem Hauptfeuer- und Bedienknopf. Hier sehen wir dann das Display, in dem wir dann später auch was sehen werden. Plus- und Minusknöpfe, und hier unten haben wir wieder einen Micro-USB-Anschluss. Das Ganze habe ich auch nochmal in weiß hier stehen, und bei diesem Weißen können wir auch mal gucken, was sonst so mitkommt. Das hier ist erstmal der Karton. Ja, an sich nichts Wildes. Hier hinten haben wir wieder die üblichen Angaben, dass das Ganze nur für Leute gedacht ist, die auch in dem entsprechenden Alter sind, rauchen zu dürfen in ihrem Land respektive. Dann hätten wir hier, dass das Ganze nicht als Raucherentwöhnungsprodukt gedacht ist, dass man das Ganze, wenn man es mit Nikotin betreibt, natürlich Nikotin aufnimmt, dass das die entsprechenden Gesundheitsrisiken birgt, dass sowas dann auch nicht für Kinder, Stillende oder Schwangere gedacht ist oder für Leute, die aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen Nikotin meiden müssen oder sonst irgendwie empfindlich darauf reagieren, und dass wir das ganze Ding nicht auseinanderschrauben oder sonst irgendwie modifizieren sollen. Ja, und nur natürlich nach Gebrauchsanleitung verwenden. Gut, dann packe ich den mal aus, den weißen, und guck mal, was da mir so alles entgegenflattert. Das ist nämlich schon wieder einiges an Papier, mit dem wir mal anfangen. Wir haben hier ein Zertifikat, dass das Ganze auch eine Qualitätskontrolle gesehen hat. Hier stehen noch einmal die Garantie Konditionen von Archery selber drauf, aber naja, bei uns würde es ja wahrscheinlich eher dann der Händler sein, der unser Gewährleistungspartner ist. Ja, und hier kann man nochmal drauf notieren, wo, wann und wie man dieses Produkt gekauft hat.
Ja, und schließlich endlich die Anleitung. Wieder dieses sehr schlanke Format. Ja, wenn wir das jetzt hier aufklappen, sehen wir, es ist in Englisch und reich bebildert. Ja. Da wird also wie das Menü in Einzelheiten beschrieben und so weiter. Und das werden wir jetzt gleich auch alles miteinander machen. Dass wir das uns dann mal zusammen angucken. Zumindest was diese ganzen möglichen Funktionen angeht. Und davon bringt das Gerät eine ganze Menge mit. Das kann ich mal jetzt verraten. So, wir klappen auf. So dass wir hier im Deckel schon mal sehen. Aha, hier also eine Darstellung nochmal von dem Gerät. Von allen Seiten. Mit Beschriftung der einzelnen Komponenten. Und ja, nochmal hier, was das Gerät so alles mitbringt. Weiter haben wir dann hier nochmal ein Micro-USB-Kabel und kommen jetzt zum eigentlichen Mod, der in so einer Zellophanhülle in seiner Schachtel zu finden ist. Und so sieht also der weiße Mix 80 aus. Ja. Der hier hat eine sehr, sehr schöne, glatte Oberfläche. Die ist emailliert. Ja, also ähnlich beschichtet, wie man es von Sanitärporzellan kennt oder sowas. Oder von bestimmten Kochtöpfen und sowas. Das gibt dem also ein sehr glattes, seidiges Finish, das also wirklich ein Handschmeichler ist. Der schwarze hier ist dagegen fast rau, obwohl das nicht wirklich ist. Er fühlt sich nur im Vergleich, wenn man die beiden nebeneinander hat, fast schon rau an. Der ist klassisch pulverbeschichtet. Ja. Sonst ist das natürlich eine Frage, auf was man steht, aber wie gesagt, der Weiße gerade mit seiner emaillierten Oberfläche, das ist ein richtiger Handschmeichler. Ja, er fühlt sich also wirklich wunderbar glatt an und gleichzeitig halt auch sehr, sehr wertig einfach durch die Oberflächenbeschichtung. Gut, das aber soweit natürlich von außen. Nicht vergessen natürlich der 510er Anschluss mit 2 Luftrillen links und rechts. Aber wir wollen uns jetzt mal angucken, was dieses Gerät mitbringt. Wie der Name schon suggeriert, kann dieser Mod bis zu 80 Watt feuern. Und das kann er auf zig verschiedene Arten. Das werden wir uns jetzt mal angucken. Angetrieben wird er von einem 8650er Akku, der sich hinter diesem Batteriefach befindet, ja, welches durch eine Mehrzahl von Magneten gehalten wird. Ja, und also wirklich extrem gut drauf geht. Ja, gut hält, aber auch leicht wieder ablösbar ist. Gut. Also jetzt mal ausschalten, damit ich euch zeigen kann, wie man ihn einschaltet. Einschalten tun wir ihn wie üblich mit dem 5-Klick. Dann kommt hier erstmal das A-Tree. So, und jetzt sind wir hier im Startmenü so ungefähr oder in dem von uns gewählten Modus. In dem Fall ist das der PMGA-Modus bei mir, aber was das alles bedeutet, komme ich jetzt gleich zu. Ja, wir sehen also hier ein sehr aufgeräumtes Display, aber gleichzeitig mit sehr vielen Infos. Ja, hier oben kriegen wir dann zum Beispiel den Modus angezeigt. Wir bekommen angezeigt, was bei diesem Modus jetzt speziell ist. Ihr seht, das Display geht nach einer kurzen Zeit wieder aus, wenn man nichts macht. Ja, hier unten haben wir dann die Wattanzeige, weitere Anzeigen je nach Modus, dann Batterieanzeige, eine Anzeige über die Temperatur des Chipsatzes sowie eine Zeitanzeige. Was es damit auf sich hat, komme ich jetzt alles zu. So, wir gehen in das Menü. Das machen wir bei diesem Mod genauso wie bei allen anderen von Archery durch einen gleichzeitigen Druck auf Plus und Minus. Ja, und wir sind im Menü. Als erstes können wir den Work Mode einstellen. Und das will ich direkt mal mit euch durchgehen, was die einzelnen Work Modes sind. Wir fangen mal an mit dem Power Mode. Der Power Mode ist ganz klassisch euer
altbekannter variabler Wattmodus. Anwählen tut man mit diesem Feuerknopf hier. Und dann können wir auf Exit. So, und dann seht ihr erstmal sozusagen den fast einfachsten Modus. Ja, wir haben einfach Poweranzeige, 40 Watt. Hier unten Volt und Ohm von dem Draht, den wir benutzen würden. Ja, Batterieanzeige und so weiter, das bleibt sich eigentlich immer gleich. So, dieser Power Mode ist aber bei weitem nicht der einzige. Als nächstes haben wir PMGA, B und C Modus, die eigentlich all das gleiche sind. Das sind programmierbare Power Modes, wo wir das Verhalten in den ersten Sekunden des Dampfens regulieren können. Ja, wir haben hier auf der einen Seite die Anzeige 0,1 Sekunde und dann X und dann eine Zahl M. Die Zahl hier vorne bedeutet, also das hier ist natürlich in der ersten Zehntelsekunde, was dieser Mod machen soll. Ach du je. Soll er mehr Feuer geben oder weniger? Ja, das könnt ihr dann mit Plus und Minus einstellen. Das ist einfach der Multiplikator, ja, um wie viel der eingestellte Wattwert modifiziert werden soll in dieser Zeit. So, wenn ihr kurz auf Power drückt, geht er auf die nächsten Zehntelsekunden und so weiter und so weiter. So könnt ihr euch komplett durch die ganze Zeit durchstellen. Für die ersten 2 Sekunden, meine ich, ist das. Ja. Also die ersten 2 Sekunden könnt ihr euch rauf, runter stellen, wie dieser Mod fahren soll. Und so sozusagen euren eigenen Starter so ungefähr einstellen. So, und da ihr ja hier PMGA, B und C habt, könnt ihr das Ganze auf 3 verschiedene Art und Weisen einprogrammieren. Ihr könnt euch 3 Verhaltensmuster sozusagen einprogrammieren und diese dann über diese Untermenüs abrufen. Ja, sagen wir, ihr habt einen Verdampfer, den lasst ihr lieber heftig starten, dann programmiert ihr das Profil in PMGA. Ihr habt einen, den wollt ihr lieber sanft kommen lassen, packt ihr in B und irgendwas anderes noch in C. Ja, das habt ihr 3 Profile sozusagen, die ihr dann abrufen könnt. Nächstes ist der Bypass-Modus. Der Bypass-Modus ist nichts anderes als ein quasi mechanischer Modus. Bedeutet, ihr dampft ab hier nur noch mit der reinen Batteriespannung. Die ganze Regelungselektronik wird ignoriert, wie hier drin eingebaut ist. Ihr habt nur die sozusagen Sicherheitsfeatures noch am Start, ja, die hier geliefert werden. Ihr seid also quasi mechanisch unterwegs. So, wir gehen wieder rein ins Menü. So, nächstes ist Temp Mode Nickel. Muss ich wahrscheinlich nichts mehr zu erklären. Bedeutet einfach Temperatur kontrolliert mit Nickel. Nächstes ist Temperatur kontrolliert Titan. Nächstes ist Temperatur kontrolliert Edelstahl. Und dann kommt TCR. TCR habe ich tatsächlich das erste Mal gelesen, als ich die Mail von Adri gelesen habe. Ja, ich habe gesagt, Bypass, Power Mode, ja, kann ich mir alles was vorstellen. Aber was zur Hölle ist TCR? TCR ist nichts anderes als eine Variante, die gibt es natürlich auch schon bei anderen Mods, aber das ist so ein bisschen an mir vorbeigegangen, wo ihr irgendeinen anderen Draht, der nicht aus Nickel, nicht aus Titan oder nicht aus Edelstahl besteht, und sagen temperaturkontrolliert dampfen könnt, indem ihr ihm hier einen TCR-Punkt einprogrammiert, wann er denn bitte abschalten soll. Ja, bei welchem Resistenzwert, wenn ihr so möchtet. Ausrechnen könnt ihr das Ganze und wie das genau funktioniert mit TCR, das möchte ich jetzt gar nicht hier in dieses Video packen. Da werde ich euch einfach mal 2 Links in die Videobeschreibung packen, die sich damit beschäftigen. Das ist ein amerikanischer Blog. Ja, da ist auch ein ganz ausgefuchster großer Rechner dabei,
wo ihr Clapton-Calls berechnen könnt und so weiter. Also wenn ihr jemals hier so eine Flachdraht-Clapton, eine Alien Flatwave, wie sie laut Packung genannt wird, mal temperaturkontrolliert dampfen wollt, dann könnt ihr das alles einstellen. Und dann könnt ihr auch einstellen, ob diese Alien Flatwave jetzt aus Kantal, wie diese hier gezwirbelt wurde, Nickel, Chrom, ja, oder wenn ihr unterschiedliche Drähte verwendet habt, das könnt ihr alles mit diesem Rechner da ausrechnen. Dem Wire Wizard. Und ja, deswegen verlinke ich ihn euch einfach, da könnt ihr euch das mal angucken. Also wie gesagt, es können noch andere Mods das Ganze, aber das ist jetzt der erste, den ich habe. Und ich werde mir das dann gleich hier auch mal auf dem schwarzen Mix 80 einstellen und dann werde ich auch mal so eine Clapton Coil temperaturgesteuert dampfen. Ja, das sind also die Modi, die ihr hier so finden könnt. Ja, hier seht ihr also jetzt beim temperaturgesteuerten Dampfen die Temperatur. Unten habt ihr dann die Watt, mit denen das Ganze fahren soll, was ihr natürlich vorher in dem Menü einstellt. Hier oben steht jetzt, dass das der TCR-Modus ist, mit dem eingestellten Resistenzwert, den ihr oben erreichen wollt. Ja, und so weiter und so fort. Hier auch wieder das übliche Batterie, Temperatur und so weiter. Aber wir gehen nochmal in den Menümodus. Ja, das ist das Schöne hier auch bei Archery. Ich kann das mit einem dicken Daumendruck machen. Jetzt sind wir durch die Work-Settings durch. Wir blättern mal weiter. Bei Temperatursystem-Setting können wir ganz einfach umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit. So, Temperatur Power Limit Setting. Da schalten wir also dann ein, mit wie viel Watt dieser Mod feuern soll. Ihr seht das. Ja. Ihr könnt von 5 bis 80 Watt einstellen, was ihr wollt. Wichtig natürlich noch bei dem Power-Modus programmieren. Diese 80 Watt, die dieses Gerät hier als Beschränkung hat, gelten auch für die Multiplikation. Ja? Also wenn ihr da 50 Watt einstellt und sagt, ihr wollt mit doppelter Stärke dampfen, dann werdet ihr auch nur 80 Watt herausbekommen und das Ganze geht nicht auf 100 hoch. Nur nochmal der Vollständigkeit halber. So, Backlight. Könnt ihr euch einfach die Helligkeit des Displays einstellen. Ja, ich habe es natürlich jetzt für den Videodreh auf volle Stärke. Ja, aber so könnt ihr das dann nach Gusto einstellen. Wenn ihr erst also etwas gedimmt lieber haben wollt, wäre hier also diese Nuller-Einstellung entsprechend das, was ihr vielleicht wählt. Aber wie gesagt, ich glaube, für das Video ist es besser, wenn ich die wieder hochdrehe. So, Time. Das misst die Zeit, die ihr mittlerweile, die ihr das Ding benutzt habt. Also jedes Mal, wenn ihr den Startknopf drückt, läuft dieser Counter, bis ihr den Startknopf, den Feuerknopf wieder loslasst. Ich habe es den könnt ihr hier natürlich noch clearen. Ja, dann wird der auf 0 zurückgestellt. Habe ich zwischendurch mal schon mal gemacht. So, hier könnt ihr die Firmware updaten. Und es gibt auch schon ein Update. Mein Gerät, das werdet ihr nachher sehen, hat nämlich zum Beispiel die Angewohnheit, wenn es aus diesem Standby-Modus, also wenn das Display ausgeht, hochfährt, dann dauert das einen Augenblick, wenn das Display aus ist, ich drücke einfach so den Feuerknopf zu dampfen, dann braucht es einen Moment, bis er anstartet. Ja, weil er erstmal aus dem Modus, aus dem Standby-Modus aufwacht und dann erst diesen Befehl zum Dampfen mitbekommt. Es gibt auf der Homepage von Archery bereits ein Flashware-Update, ein Firmware-Update. Problem, was ich habe bei Windows 10, er erkennt das Ding als Virus und weigert sich partout es auszuführen. Deswegen konnte ich jetzt meine leider nicht mehr updaten. Allerdings wurde mir auch von Seiten von Archery versichert, dass die wirklich jetzt in den Verkauf kommenden Geräte eigentlich schon alle abgedatet sind.
Ja, hier sehen wir dann nochmal die Softwareversion. Ja. Und hier kommen wir wieder raus. Gut, dann würde ich sagen, ich gucke mal eben nach, was Wirewizard sagt, welchen TCR-Wert ich einstellen soll. Ich habe das schon mal soweit vorbereitet, aber noch nicht eingegeben. So, ich möchte auf das, dann muss ich eingeben. TCR-Mode. So. Okay, jetzt gucken wir uns. Jetzt falsch. So, TCR-Mode. So. So, das ist mein TCR-Value. So, das packen wir rein. So. Ja, ist okay. Wir können raus. So. 50 war es eingestellt. Ich habe hier meinen Goon. Auch so ein, ja, so eine Messebeute, die ich mir geholt habe. So, und pack den jetzt da drauf. Ja. Hier steht so ein Hauch über, aber wenn man nicht genau darauf achtet, merkt man es gar nicht. Ja. So, und jetzt würde ich sagen, machen wir damit mal einen Dampftest. Ja, 12 Milligramm auf Lunge bei Husten. Nicht zu empfehlen. Ich mache es lieber aber auf Backe. Schmeckt 1A. Eingestellte Temperatur. So, jetzt 210 Grad. Ja. Aber wie gesagt, dieses ganze TCR-Zeug, das werde ich euch jetzt nicht erklären. Das wäre Stoff für ein weiteres Video. Und das können wahrscheinlich andere Leute schon besser, haben wahrscheinlich auch schon Leute besser erklärt. Deswegen werde ich mir das wahrscheinlich sparen. Oder ich mache halt dafür nochmal ein extra Video. Ja, das soll eigentlich schon alles erschöpfen zu diesem Mod. Eine Sache habe ich aber noch. Was soll eigentlich dieses Mix in dem Namen? Wenn ihr euch mal hier so die beiden Mods anschaut, ja, einmal in weiß, einmal in schwarz, sind die ja schon recht hübsch. Ja, aber recht simpel. Was aber beide aufwertet, ist, wenn man zum Beispiel einfach die Deckel miteinander tauscht. Ja, die Batteriefachdeckel. Dann sehen die doch, finde ich, recht ansprechend aus. Also ich finde, die in dieser gemixten Variante gewinnen die optisch sehr viel nochmal. Und zwar beide. Ob man sich dafür jetzt extra 2 Geräte kauft, weiß ich nicht. Aber vielleicht, ja, wenn man eh ein Pärchen von Dampfern ist, könnte man sich überlegen. Ansonsten vielleicht auch einfach mit einem Gleichgesinnten mal tauschen oder sowas. Ja, alles möglich. Die finde ich so in dieser Schwarz-Weiß-Variante fast noch am schönsten. Ja, oder finde ich eigentlich wirklich am schönsten so. Das hat wirklich was. Aber ist natürlich nur mein persönlicher Geschmack. Das mag natürlich ein anderer wieder ganz anders sehen. Ja, das
ist eigentlich alles, was ich zum Mix 80 zu sagen habe. Ich sag mal so, für mich persönlich ist das Gerät ein bisschen zu klein. Klar, ich stehe eher auf die dicken Dinger. Aber ich sag mal vom Funktionsumfang her, fehlt was? Schreibt es mal drunter. Ja, also gut, wir haben keinen variablen Volt-Modus drin, aber den vermisse ich jetzt auch nicht wirklich. Also massig Funktionen, ein ansprechendes Design, gerade der weiße auch mit dieser emaillierten Oberfläche, richtig schick. Ja, auch gerade so vom Handgefühl, ne, vom haptischen her. Nettes kleines Gerät. Kann übrigens auch als Path-Through gedampft werden, wenn man denn möchte. Ja, finde ich, ist ein echt schickes Gerät. Vielleicht für den Anfänger ein bisschen überladen. Ja, also wer gerade mal ein paar Tage, Wochen beim Dampfen ist, der wird sich wahrscheinlich von den ganzen Modis, die man da einschalten kann und die man da wechseln kann, sehr erschlagen fühlen. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich dann, wenn man möchte, mit diesem Gerät auch wachsen. Ne? Man nimmt erstmal den einfachen variablen Watt-Modus, stellt sich das nach Geschmack ein. Dann wird man vielleicht das temperaturgeregelte Dampfen für sich entdecken, fängt da erstmal mit den voreingestellten Modis an, um dann nachher tatsächlich dann auch sich, wie gesagt, in dieses TCR zu stürzen und die absonderlichsten Wicklungen temperaturgeregelt zu dampfen. Oder man sagt sich halt irgendwann, ach, machen wir mal ganz klassisch und dampfen ungetaktet, sprich wir gehen in den Bypass-Modus. All das ist möglich mit diesem Mix 80. Dementsprechend sehr vollgeladen mit Funktionen, die aber im Gegensatz zu manch anderem Mod dann auch jeweils immer sinnvoll sind. Ja? Aber bei vielen anderen Mods kommt es ja manchmal so vor, als würden dann noch Funktionen eingeführt, um unbedingt noch eine zu haben, die das Ganze die eigentlich völlig unnötig sind. Und ja, aber hier, wie gesagt, findet jeder bestimmt irgendeinen Modus, der ihm gefällt. Kommen wir noch zum Thema Preis abschließend. Ich habe jetzt eine Vorankündigung bei einem amerikanischen Händler gesehen, da soll das Ding $60 kosten. Ja, wie viel es hier in den Läden kostet, werden wir dann sehen. Wenn es da ist, lang, denke ich, wird es nicht mehr dauern. Ihr könnt dann gerne unten in den Kommentaren posten, wenn ihr einen Preis gesehen habt. Ja, vielleicht nicht mit dem Händler-Link, aber den Namen vom Händler oder sowas. Ihr wisst ja, Werbeverbot. Dann danke ich Archery für den Bau dieses von mir jetzt getesteten Gerätes. Bin gespannt, was da noch bei euch vom Band läuft. Und euch danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit. In diesem Sinne. Doch sind wir frisch und wohlgemut und sagen nicht trotz alledem in tiefer Brust des Zornes Glut, die hält uns warm trotz alledem. Trotz alledem und alledem, es gilt uns gleich trotz alledem. Wir schütteln uns ein Gaskabin, doch weiter nichts trotz alledem.